Kennen Sie BYD? Nein? Dann wird's aber Zeit. Der Name BYD, auf Deutsch BYD, steht ausgesprochen für Build Your Dreams. Bestimmt haben Sie schon Produkte der Marke verwendet, sei es am Computer oder im Smartphone. Schließlich ist BYD einer der größten Batteriezellenhersteller der Welt. Und Autos baut der chinesische Megakonzern jetzt seit 2003 auch. Ab sofort werden diese Autos auch in Österreich verkauft. Eine zentrale Rolle spielt dabei der BYD Atto 3. Ob sich das vollelektrische Kompakt-SUV mit der europäischen Konkurrenz messen kann, das haben wir uns genauer angeschaut. Größentechnisch ordnet sich der Atto 3 mit einer Länge von knapp 4,5 Metern bei Konkurrenten wie VW ID.3, Mercedes EQA, Renault Megane E-Tech oder einem Kia Niro ein. Das glatte Design ist unaufgeregt, aber durchaus massentauglich. Einzelne Elemente wie die silberne C-Säule erinnern an den ID.3. Das Heck wiederum zeigt optische Ähnlichkeiten zum Mercedes EQA. Im Unterschied zum relativ unaufgeregten Außendesign geht es im Innenraum wesentlich flotter zur Sache. Das beginnt schon mal bei diesen ergonomischen Türgriffen, setzt sich fort bei diesen Gitarreseiten, die als Türtaschen funktionieren. Das ist natürlich Geschmackssache, aber es wirkt alles andere als langweilig. Hier Lüftungsdüsen, auch speziell designt, oder ein Fahrstufenwählhebel, der wie im Flugzeug ausschaut. Auch die Verarbeitung ist auf wirklich hohem Niveau. Das kann sich echt sehen lassen. Also da hat man sich an der europäischen Konkurrenz wirklich orientiert. Die Bedienung. Wir haben hier einen großen Touch-Monitor. Die Besonderheit, der lässt sich drehen. Von Querformat auf Hochformat. Auch Geschmackssache, aber ein nettes Detail. Die Bedienung an sich hier am Touchscreen relativ schnell durchschaut. Große Kacheln, da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Auch die analogen Tasten hier in der Mittelkonsole, die sind ausreichend groß, gut beschriftet, auch am Lenkrad. Der kleine Bildschirm hinter dem Lenkrad allerdings, der hat zwar reichlich Infos, aber die sind relativ klein und da muss man sich wirklich eingewöhnen. Ansonsten ein wirklich gelungener Innenraum. Der Sitzkomfort im Atto 3 ist durchaus okay. Die Sitze bieten guten Halt, sind bequem. Die Schenkelauflage dürfte etwas länger sein und die integrierten Kopfstützen sind nicht jedermanns Sache. Grundsätzlich die Ergonomie zum Lenkrad ist aber okay, wobgleich der Verstellbereich des Lenkrades ein bisschen größer sein könnte. Ausreichend Platz hat man auch in der zweiten Sitzreihe. Das gilt sowohl für die Beine, hier gibt es genug Beinfreiheit, als auch für den Kopf. Der Sitzkomfort, der ist so lala. Die Sitzbank ist nicht sonderlich ausgeformt, also für längere Strecken vielleicht nicht ganz ideal. Der Kofferraum des Atto 3, der ist klassenüblich groß. Das sind 440 Liter, das ist nicht zu klein, aber auch nicht sonderlich groß. Dafür ist der Ladeboden in der Höhe verstellbar. Die Ladekante allerdings, die ist relativ hoch. Erweitert wird er ganz konventionell, nämlich mittels geteilt vorklappbaren Rücksitzlehnen. Überrascht hat uns der Atto 3 beim Fahren. Das Fahrwerk ist sehr komfortabel, das Auto liegt sehr satt auf der Straße. Einzig die Lenkung, die dürfte eine Spur direkter sein. Aber insgesamt lässt sich das Auto wirklich agil bewegen. Der Akku ist übrigens 60 Kilowattstunden groß. Der Verbrauch lag auf unserer Testrunde bei 25,1 Kilowattstunden. Das ist jetzt nicht sonderlich berauschend, allerdings darf man nicht vergessen, das ist der Temperatur geschuldet. Während wir die Testrunde gefahren sind, hat es nämlich -1 Grad Außentemperatur. Die Reichweite lag daher dementsprechend auch nicht sehr hoch, allerdings rund 300 Kilometer sind bei diesen Temperaturen ordentlich. Bei einem Akkustand von 1% dauerte eine komplette Ladung übrigens 84 Minuten. Mit Typ 2 lädt der Atto 3 mit 11 kW. Mit einem Preis von knapp 40.000 € abzüglich aller Förderungen ist der BYD Atto preislich auf Niveau der etablierten Konkurrenz. Das Prädikat günstiges China-Auto ist damit Geschichte. Allerdings bekommt man ein agil, komfortables, hochwertiges und durchaus sparsames Auto.